Hallo, liebe dentale Community und heute wieder mal mit Klaus. Wir werden mal sehen, wer uns heute alles unterbrechen wird während des Interviews, weil wieder mal live aus der Zahnarztpraxis. Da weiß man nie, was passiert. Wir sind für alles gerüstet. Und was ich ganz cool finde, Klaus, ist, dass wir heute ein bisschen strukturierter vorgehen. Also nicht, dass wir letztes Mal unstrukturiert waren, aber Ja, wenn du das es nicht Thema. sagst, merkt's ja keiner, Alessandro. Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Wir möchten da alles so gut wie möglich machen. Wir haben uns ja beide auch ein bisschen ähm, aufgerüstet mit unserem Equipment. Also ich brauche jetzt ja meinen Elgato Teleprompter. Ich habe herausgefunden, dass meine Sony FX30, dass ich die eigentlich gar nicht richtig ausgenutzt habe. Ganz banal, weil ich nicht das richtige Datenkabel hatte. Also ein schnelles USB-C-Kabel macht aus eurer lahmen Ente was Schnelles. Das haben wir jetzt auch erlebt. Wir haben unseren Praxis-Röntgen-PC ein Update verpasst, indem wir die 2 Festplatten ausgewechselt haben und 2 SSD-Festplatten eingebaut haben, also die keine beweglichen Teile mehr haben. Und hey, wow, das ist ja viel schneller geworden. Also zum Thema schnell, vielleicht noch ganz eine kurze Einleitung. Ich habe auf LinkedIn so ein paar interessante Posts gesehen, wo Leute gesagt haben, ja, eine Webseite, das braucht man nicht mehr, Marketing ist nur noch Werbung und bla 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 bla. Und da passt genau dein Fragenkatalog, also die Fragen hast du ja geschrieben, die ich dir dann stellen werde, weil du bist ja der Marketing oder einer der Marketing-Experten, die ich kenne. Und lass uns gleich mal einsteigen. Und die erste Frage finde ich mega cool. Was ist euer Marketingkonzept für Zahnarztpraxen? Und vielleicht bevor wir das machen, noch ein kleines Prequel von deiner Seite. Da war auch eine spannende Geschichte. Ich glaube, das war der Doc Helka, der da gesagt hat, ja, was ist euer Marketingbudget? Ich denke mal, bevor wir jetzt da die erste Frage, was ist euer Marketingkonzept für die Zahnarztpraxis, mit dem anfangen, vielleicht eine zweite Frage. Wie viele Praxen haben überhaupt ein Marketingbudget? Das ist schon mal eine wunderbare Frage und ich liebe sie deshalb, weil die haben wir nicht vorbereitet, lieber Alessandro. Lass mich an dieser Stelle auch mal sagen, Moin vom Deich. Schön, dass ich heute wieder bei dir sein darf, zugeschaltet in deine Praxis und als allererstes ein großes Dankeschön an dich, weil du hast gerade eben gesagt, wir haben ein bisschen technisch aufgerüstet. Ja, ich habe da einige deiner Anregungen tatsächlich auch mitgenommen und teste quasi heute zum ersten Mal den Elgato Teleprompter. Also ich schaue euch jetzt hier an und sehe gleichzeitig aber auch unser gesamtes Aufzeichnungsbild. Wir zeichnen ja hier über Riverside auf. Ich sehe ein kleines Skript. Also danke erstmal dafür, mein Lieber. Das hat mich sehr gefreut. Ich folge da deinen Posts auf LinkedIn sehr, sehr gerne. Auch wenn ich jetzt nicht in der Fotografie so zu Hause bin, aber immer wieder tolle Tipps. Also spiele ich das gerne mal zurück und komme dann auch zu deiner Frage. Ich kann dir natürlich nicht sagen, wie viele Praxen ein Marketingbudget haben. Ich kann dir sagen, dass die Praxen, die mit uns zusammenarbeiten, ein Marketingbudget benötigen, weil sonst kann man kein Marketing machen, keiner Form. Also egal ob jetzt mit uns oder mit wem auch immer, wie soll man letztendlich ja Marketing ins Leben rufen, ob mit Agentur, ohne Agentur, whatever, muss jeder für sich entscheiden, wenn man dafür keine Ressourcen hat. Die Ressourcen sind natürlich immer personeller Art, keine Frage, aber auch letztendlich monetärer Art. Also ich kenne sehr, sehr viele Praxen, die zu mir kommen, die sich für Marketing interessieren, die uns anfragen, die unseren Podcast gehört haben und sich einfach mal bei mir melden und mit mir über Marketing sprechen wollen. Dann frage ich natürlich auch immer mal so, nicht direkt als erstes, also das nicht. Ne? Weil mir geht es natürlich erstmal generell so darum, was wollt ihr eigentlich, wo wollt ihr hin? Und habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie ihr da hinkommt? Und auf die Frage bekomme ich sehr unterschiedliche Antworten. Es gibt sehr wenige, die sagen, ja, wir haben ein klares Budget, wir haben mal, ich sage jetzt mal 5.000 Euro pro Monat gedanklich auf Seite getan, nicht wissend, ob man damit auskommt, nicht wissend, ob man das braucht, nicht wissend, wo man hin will damit, aber es ist zumindest schon mal der klare Gedanke, wir haben Geld dafür
übrig. Natürlich, die Vollprofis, die gucken sich an und sagen, gut, wie sehen denn unsere Jahresumsätze aus? Was haben wir denn generell so in der Praxis zur Verfügung? Und ich denke nach wie vor, so irgendwo zwischen 5 und 10% sollte ein cooles Marketingbudget liegen. Aber da gibt es natürlich auch ganz viele Unterschiede. Ich treffe aber genauso auch auf die Praxen, Alessandro, die dann sagen, naja, gucken wir mal, was man da so braucht. Und wenn ich dann so frage, was stellt ihr euch denn so vor? Ja, also so 500 € im Monat haben wir schon gedacht. Und dann schweige ich, so wie jetzt. Das ist wirklich für mich schon eine grundsätzliche Frage, weil ich meine, ich habe ja meine Praxis schon seit Jahrzehnten. Als ich angefangen habe, ich habe ja letztes Mal erzählt, ich hatte 1994, habe ich ja meinen Dentist.ch registriert, habe eine Webseite mir selber, das war damals wirklich so ein Wow, da musstest du Bücher lesen und weiß ich was alles, eine Webseite zu machen. Und dann kam dann lapidar die Bemerkung von der Zahnärztegesellschaft, lieber Dr. De Vigus, das geht gar nicht. Werbung ist verboten. Werbung darfst du als Zahnarzt oder Arzt sowieso nicht machen. Also war das Thema Budget für Marketing über Jahre oder Jahrzehnte kein Thema. Und wir haben gelebt und die Zahnärztegesellschaft hat uns immer mit Informationen auch unterstützt und habe gesagt, schau mal, 2/3 oder vielleicht sogar 75 oder 3/4 aller neuen Patienten gewinnt man nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und die Mund-zu-Mund-Propaganda ist eigentlich das beste oder das einzige wirksame Marketing-Tool, das effizient ist, das auch wirkt und sicher, aber sicher heute auch noch wirkt. Ich denke mal, dass du mit einer geschickten Marketingstrategie diese Mund-zu-Mund-Propaganda befeuern kannst. Ich denke, dass viele noch nicht begriffen haben, über jemanden gut zu sprechen, ist ja nicht nur, dass der zufriedene Patient dem Nächsten sagt, Klaus, zum De Vigus musst du auch mal gehen, der ist wirklich ein cooler Typ und der arbeitet gut und so, sondern ich glaube, es ist eine Kombination von verschiedenen Dingen, die ein positives Image von einer Praxis oder einer Person, die die Praxis repräsentiert, generieren. Ist das so ein bisschen auch deine Idee von modernem Praxismarketing? Ja, ich glaube, wir haben das ja in unserer letzten Folge schon mal so ein bisschen angeteasert und in Teilen drüber gesprochen. Vielleicht noch mal kurz, um zu deinem Anfang zu kommen. Diese Aussagen, die dann von der Politik damals kamen, kennen wir natürlich alle. Und die waren ja unter Umständen zu dem Zeitpunkt auch durchaus richtig. Denn wenn niemand werben darf, dann sind alle auf dem gleichen Level. Dann muss jede Praxis mit dem überzeugen, was sie tagtäglich in der Praxis leistet, an Qualität, an Vertrauensbeweisen und so weiter und so fort. Das ist heute noch genauso. Aber ich sage mal so, es ist schön zu sagen, ja, 95% der Menschen kommen damals dann über Mund-zu-Mund-Propaganda. 100% der Menschen haben vor Jahrzehnten auch ein Telefon benutzt mit einer Wählscheibe. So, in welchem Umfeld ich mich bewege. Ist mein Wettbewerb unfassbar stark? Hat mein Wettbewerb eine große Sichtbarkeit, eine große Reichweite? Ist meine Zielgruppe diversifiziert oder ist das eine sehr enge Nische? All diese Dinge, die muss man wissen. Es gibt im Marketing nicht die Aussage, das funktioniert nicht, das macht man so, das macht man so. Also dafür in den letzten 10 Jahren, seit ich das so intensiv mache mit 50, 60, 70 Zahnarztpraxen, wir haben alles erlebt, wir haben jeden Fall erlebt. Es gibt immer wieder Dinge, ja, die sind für viele gleich, weil sie irgendwo standardisiert sind. Aber am Ende basieren die alle darauf, auf dieser kleinen Strategie, die ich eben genannt habe. Ne? Denn letztendlich, das ist ja logisch, das ist bei euch nicht anders. Ich habe eine andere Aufgabe mit meinem Content, mit meiner Kommunikation, wenn um mich rum 20 Zahnarztpraxen sind, die die gleichen Menschen erreichen wollen. Oder vielleicht nur eine. Ja, ja, aber da hast du gerade den richtigen Punkt aufgefasst, wenn du sagst, ja, 50, 60 Zahnarztpraxen, was sind die häufigsten Fehler, die dir jetzt da über den Weg laufen? Naja, die haben wir eigentlich alle schon irgendwo in 1 bis 5 Nebensätzen so ein bisschen mit gehabt. Ja, aber das war jetzt, ja, Nein, nein, das alles vielleicht auch ein gut. bisschen zusammenzufassen, weil du sagst, ja, Genau. 50, 60 Praxen oder auch mehr Praxen,
unterschiedliche Strategien etc., unterschiedliches Zielpublikum. Aber eben, was für Fehler oder was für Fehler werden oft begangen? Also natürlich der größte Fehler ist natürlich Marketing ohne eine coole Agentur zu machen, das ist ja klar. Nein, auch da, du, Das ist wie gute Zahnmedizin ohne einen guten Zahnarzt geht ja, auch nicht. Oder Zahnärztin. müssen, Also wir- weißt du, was ich müssen wir meine? auch, glaube ich, heute nicht mehr drüber reden. Nein. Jeder gute Unternehmer weiß, dass bestimmte Dinge ausgelagert werden sollten, delegiert werden sollten, alleine Zeit für andere Dinge selber zu schaffen. Aber um Aber du auf deine weißt ja, dass Frage in dem zurückzukommen, Kontext Zahnärzte auch ein bisschen spezielle Menschen sind. Ich erinnere mich an, ach was, ja, nein, weißt du, ich erinnere mich an ganz viele Diskussionen, dass Zahnärzte dann sagen, da kommt ein Handwerker und repariert etwas in der Praxis und dann sagt man dem, ja, aber du, das ist ja viel zu teuer, was du da verlangst für deine Arbeit. Und der Handwerker getraut sich ja dann nicht zu sagen, ja, aber Herr Doktor, also Ihre Arbeit ist vielleicht auch zu teuer. du, Nein, Alessandro, meine Arbeit ist jeden Euro wert. Ich sag's mal so, aber das ist dann wieder das Thema, wie verhält sich ein Zahnarzt im sozialen Umfeld? Und da muss man vielleicht jetzt auch ein bisschen von dem hohen Ross runterkommen und ein bisschen mehr in die Breite schauen und sich etwas anpassen. Also auf jeden ja, Fall. ich sag mal so, und das ist ganz cool, weil das passt nämlich genau in deine Frage, welche Fehler mir uns immer wieder begegnen. Und ich möchte da gar nicht vom hohen Ross sprechen, sondern ähm, es ist eher so dieses, und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, dieses gelegentlich noch nicht wissen, den Wert anderer Leistungen. Ich mache das immer sehr einfach, Alessandro. Wenn mir jemand sagt, na ja, aber das ist ja viel zu teuer ja, gut, bitte, dann lass es und mach es selber. Mach es einfach selber. Habe ich natürlich auch mal gelegentlich die Diskussion, ja, Klaus, weißt du was, ja, meine Patienten kommen, die kommen zu mir in die Praxis, weil wir so cool sind, weil wir bekannt sind, aber das hat gar nichts mehr mit eurem Marketing zu tun. Das ist kein Thema, können wir ganz schnell testen. Wir stellen einfach für 3 Monate ab und wir schauen, wie es wird. Also hat noch keiner gemacht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Aber die Zeiten ändern sich halt. Und wir können da gerne auch gleich in einzelnen Themen das nochmal Ja, weil, aufnehmen wir, und weil dran du hast mir da anknüpfen. eigentlich den Weg vom heutigen Interview schon ein bisschen vorgegeben. Also wir haben geredet über, was ist euer Marketingkonzept? Also so nach dem Motto, deine Antwort auch, viele haben gar keine Ahnung. Also Marketing, was ist das? Konzept, was ist das? Was ist unser Praxiskonzept? Das fehlt dann manchmal auch noch. Also es gibt gar kein Konzept. Ja, unser Konzept ist, Patient kommt, hat irgendein Problem, wir lösen das Problem und dann war's das. Und wir dann, was auch ein bisschen in dem Kontext steht, ist das berühmte Wort Patient Journey. Das Wort habe ich erst kennengelernt durch unseren älteren Sohn, der bei Roche arbeitet. Und dann kommt er mit einer Visitenkarte, das war schon ein paar Jahre her, als er da frisch fröhlich seine erste Visitenkarte hatte und dann stand dann Patient Journey Expert. Also im Prinzip ist ja die Strategie, und das ist etwas, was ich dann mir auch ein bisschen reflektiert habe, der durchschnittliche Arzt oder Zahnarzt bedient einen kleinen Teil dieser Patient Journey. Also die fängt ja an, bevor ein Patient überhaupt in deiner Praxis ist, fängt seine Geschichte ja schon an. Aber er kennt dich ja noch nicht und er weiß ja nicht, dass du vielleicht die Lösung seiner Probleme hast. Das fängt schon vorher an und ich glaube, dort packt dann auch oder greift dann das Marketing, dass ich versuche, diese Leute in dieser Patient Journey abzuholen. Ich habe dann gefragt, ja, wie lange dauert denn die Patient Journey in der Pharmaindustrie? Dann sagt er so, schmunzelt auf den Stockzähnen, ja, vom Leben bis zum Tod, so brutal formuliert. In Ja, jeder ja, aber weißt Lebensphase. du, Alessandro, den größten Fehler, den Praxen machen, ist ja, sie fangen an, sich Gedanken über eine Patient Journey zu machen. Sorry, ja, kann ich machen. Aber und unser Konzept, und das wollte ich eigentlich so zum Einstieg nochmal klar machen, also das Konzept meiner Agentur für Zahnarztpraxen zu arbeiten, muss ja und fängt auch viel, viel früher an. Ja, weil ähm, die Patient Journey ist später oder die Patientenreise oder whatever. Das ist natürlich ein wichtiger Teil eines Marketingkonzeptes, aber aus meiner Sicht viel wichtiger sind ja vor allem diese Dinge, die man vorher erledigen muss. Ja? Denn die Praxisstrategie einer Zahnarztpraxis, die beginnt ja definitiv mit der Positionierung der Praxis, mit der Positionierung einer Marke. Bevor ich mich über Ziele und Zielgruppen im Marketing unterhalte,
muss ich mir doch erstmal im Klaren sein, wer sind wir denn wirklich? Wofür stehen wir denn? Denn was nützt mir denn, wenn ich weiß, wie ein 65-jähriger zahnloser Patient seine Reise durch die Praxis beginnt, wenn ich mich von allen anderen 15 implantologischen Praxen in der Großstadt gar nicht unterscheide? Sag mal, die Basis unseres Konzeptes, weil das ist das, was keine Blaupause ist. Je weiter man im Marketing in die Tiefe geht, umso mehr Blaupausen kann man durchaus auch immer mal wieder anwenden. Denn ich meine, wenn ich SEO mache, mache ich SEO, Suchmaschinenoptimierung. Wenn ich Suchmaschinenmarketing mache, dann mache ich Suchmaschinenmarketing. Die Google-Grundsätze sind ja die gleichen, ob ich jetzt über eine Praxis spreche in einer Großstadt oder eine Praxis in einer Kleinstadt, das ist alles gleich. Und auch die Google-Anzeigen haben den gleichen Mechanismus, die folgen den gleichen Regeln, die folgen der gleichen KI heute. Das sind alles Dinge, die kommen aus meiner Sicht später. Und ich habe dir ja auch in unserem kleinen Skript mal so einen Ball zugeworfen, da kommen wir dann später zu. Eigentlich kommen wir gleich jetzt schon auf das zu, weil das ist quasi der gute Einstieg. Wie kann man eine erfolgreiche Marketingstrategie in aller Kürze beschreiben? Das finde ich ganz cool, diese Okay, Punkte, die du da. das kann ich sehr schnell Ich möchte machen. die nicht selber ablesen, sondern das ist meine Frage an dich, Nein, weil eigentlich die ersten Punkte haben wir jetzt so ein bisschen gestreift. Aber jetzt mal so zum Einstieg. Wie würdest du in aller Kürze eine erfolgreiche Marketingstrategie beschreiben? ich habe da immer 3 Worte, das ist ganz simpel, Ziel, Weg. Ganz simpel. Ich muss erst einmal wissen, wo wir stehen, wer wir sind. Dann muss ich mir darüber Gedanken machen, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele, was sind meine Zielgruppen. Und wenn ich das kenne, also verkürzter kann man es eigentlich nicht machen. Wenn ich das weiß, wer ich bin, wo ich hin will, dann habe ich ja eine Idee, welchen Weg beschreite ich denn. Ja? Viele machen wirklich den Fehler und fangen an, ihr Marketing vom Kanal aus zu denken. Wir brauchen eine Website. Jeder Zahnarzt braucht eine Website, um Himmels Willen, natürlich. Auf die kann man heute aus diversen Gründen nicht verzichten. Da können wir gerne die nächste Folge drüber machen, mein Lieber, Gerne. dass wir uns ganz konkret über diesen Kanal, Website Google, Google Business Profile oder Unternehmensprofil mal unterhalten. Ja, aber der große Fehler, den viele machen, ist im Marketing mit dem Kanal zu starten. Wir machen eine Website, wir machen Social Media, wir machen jetzt Instagram, wir machen TikTok. Das ist Marketing. Wir brauchen ein Logo für alle, die noch gar nichts haben. Nein, das sind alles Wege. Das sind Wege, um bestimmte Menschen, bestimmte Patientengruppen, bestimmte Zielgruppen wie Mitarbeitende, wie Patienten zu erreichen. Aber die Kanäle kann ich nur bespielen, wenn ich weiß, wen möchte ich da, mit welchen Botschaften und mit welchem Ziel und Zweck erreichen. Ja, das ist wirklich so für mich die grundlegende Strategie zu sagen, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo ich hin will und dann kann ich mir auch überlegen, wie komme ich da ans Ziel. Da hatte ich eine spannende Diskussion letzten Freitag mit einem Optiker, also einem Inhaber von 3 Brillengeschäften in Zürich. Und da habe ich gesagt, du, aber ich sehe euch gar nicht auf Social Media. Dann sagt er, genau das fragen uns viele. Und dann sagt er mir, ich erkläre dir das mal. Das sind 3, so ich sag's mal, Brillengeschäfte, die es schon lange gibt, die auf einem sehr hohen Niveau sind, auch preislich. Also die haben eine andere Kundschaft als jetzt Vielmann oder Visilab oder wie die alle heißen. Er sagte, schau mal, wenn wir jetzt qualitativ hochwertigen Content täglich produzieren müssten, dann würde das einen Haufen Geld kosten. Wir produzieren weniger Content, der hochqualitativ ist und bewerben den, weil wir dann selektiv, aber das ist, glaube ich, dann etwas Thema Werbung und wie man das macht, dass wir dann separat mal auch diskutieren können. Aber vielleicht als kleiner Einschub, weil viele haben das Gefühl, wenn sie dann eben auf Social Media anfangen, dass sie dann jeden Tag da, weiß ich was, posten müssen und dann kommt es ganz schnell zu einer Ermüdungserscheinung, weil die Webseite ist eine Geschichte, die zu unterhalten, aber einen Social-Media-Kanal oder andere Kanäle zu bespielen,
das ist ein riesiger Aufwand und da können wir das vielleicht auch so mal separat dann noch Ja, diskutieren. gerne. Wobei natürlich das Thema Werbung, also Paid Media, alles was mit der bezahlten Werbung zu tun hat, ist ja nicht mein Schwerpunkt. Mache ich auch wenig. Habe ich ja Gott sei Dank meine Leute für. Aber um vielleicht noch mal kurz dieses Beispiel aufzugreifen, weil das auch für Zahnarztpraxen spannend ist, weil es ja auch genau in die kleine Diskussion davor geht. Ob ich viel Content brauche, ob ich wenig Content benötige, ob ich den bewerbe, ob ich den gezielt in eine Community streue, die mich vielleicht noch nicht kennt. Und ich meine, heute wissen wir ja, der Content wird nicht mehr den Leuten ausgespielt, die mir folgen, sondern er wird den Menschen ausgespielt, die Interesse für die Thematik und für meinen Content zeigen. Auch wieder ein anderes Thema. Machen wir mal einen Social Media Talk, gerne. Aber um auf die Marketingstrategie zu kommen, je nachdem, welche Fehler begegnen mir im Marketing immer wieder, und das ist natürlich in erster Linie bei Praxen, die neu kommen, Zahnärzte, Zahnärztinnen, die ich kennenlerne, weil ich hoffe, dass unsere Praxen diese Fehler dann auch sehr schnell abgestellt haben, nämlich mit Beginn hoffentlich unserer Zusammenarbeit. Der größte Fehler nach wie vor, und das ist für mich wirklich der größte Fehler, ist, in einen Markt zu treten ohne eindeutige Positionierung. Ohne diese Positionierung habe ich kein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist unter Umständen vielleicht heute in der Diskussion beim Thema Patienten, ich finde es genauso relevant, aber viel relevanter ist das Thema natürlich, wenn wir über das Personal reden. Also ohne Positionierung, ohne eine klare strategische Erarbeitung von Haltung, von Werten, von Themen, die uns wichtig sind, wofür wir als Zahnarztpraxis und als Menschen in der Praxis stehen, darfst du aus meiner Sicht heute überhaupt nicht in den Markt gehen und auch kein Marketing beginnen. Punkt eins. Punkt zwei, es fehlt die langfristige budgetäre Planung, wenn überhaupt ein Budget eingeplant wurde. Also diese klare Abstimmung mit der Agentur, mit anderen Agenturen, was benötige ich eigentlich, um das, was ich heute tue, was heute unter Umständen auch erfolgreich ist, was muss ich denn in die Hand nehmen, damit das so bleibt? Also, dass man generell sich Gedanken macht, wie sehen denn meine Budgetplanungen für dieses Jahr und fürs nächste Jahr aus? Nächste Fehler, der kommt ja meistens davor, und das ist der, den du gerade angesprochen hast, nämlich diese zwanghafte Vermeidung von Investitionen. Und jetzt rede ich nicht von Investitionen in die Praxis, da tut sich keiner schwer. Ja, irgendwo auf eine IDS zu fahren und irgendwie zu sagen, geil, ich nehme mal Messepreis, DVT, Scanner und noch was mit, leg 150.000 Euro dahin. Und hoffentlich muss ich nicht viel Geld ausgeben, um das auch alles zu bewerben, damit die Leute auch zu mir kommen. Also dieses Thema, ich versuche etwas zu sparen, ich versuche Kosten, Investitionen zu vermeiden. Das darf einem Zahnarzt, einer Zahnärztin eigentlich nicht passieren, weil ihr seid alles Unternehmer, Unternehmerinnen, und zum Unternehmertum gehört Investition. Natürlich so, dass man das gute Gefühl und unter Umständen auch einen Plan hat, wann diese Investition sich auszahlt. Aber eins kann ich jedem sagen, also das hat mein Vater, der war Unternehmer, Industrieller, Jahrzehnte, der hat mir schon sehr früh gesagt immer, Klaus, lass uns nicht sparen, lass uns nicht billig kaufen, weil wer billig kauft, kauft zweimal, das kennt ihr alles. Und deshalb auch immer schauen, dass die Qualität, das, was ihr in der Praxis euren Patienten bieten wollt, das auch auf andere Bereiche zu übertragen. Das andere habe ich schon eben gesagt, ne? Dieser Fehler, vom Kanal aus zu denken, wir brauchen eine Website, wir brauchen Instagram, dann machen wir Marketing. Nein, wir brauchen Ziele, Zielgruppen. Und gelegentlich, ja, begegnen mir auch immer noch oder immer wieder, weiß gar nicht, ob es immer mehr wird. Es war eine Zeit lang mal schlimmer. Aus meiner Sicht hat es ein bisschen nachgelassen, dass so der Fokus auf die Basics fehlt. Und die Basics im Marketing, wenn Positionierung da ist, ich rede jetzt wirklich von den Kanälen, die Basics sind die Website, das Google Business Profil, und dann kommen sicherlich auch die Social Media Kanäle. Und kleine Idee, wenn ihr Lust habt, unsere aktuellen Podcasts beschäftigen sich gerade mit dem Thema Google Unternehmensprofil, Bewertungen und all das. Also das sind so, wenn ich die Dinge im Kopf habe, und wenn ich mit Marketing starten möchte und mache mir nur über diese 4, 5 Punkte Gedanken, ich glaube, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Was wir auch nochmal besprechen müssen, ist dann, wie bewertet man oder wie misst man Erfolg
von Marketing? Weil es gibt ja ganz viele, auch große Firmen, die jetzt ihre Marketingbudgets massiv reduziert haben, weil sie sagen, ja, wir geben dann Haufen Geld aus, zum Teil im Gießkannenprinzip, ohne dass wir einen messbaren Erfolg haben. Was sagst du jetzt, wenn ich sage, schau mal, Klaus, wenn ich jetzt 500 oder 1.000 € im Monat ausgebe, um dich zu engagieren, du sagst mir, schau mal, das und das und das musst du machen. Wie wird dann nach einer gewissen Zeit der Erfolg gemessen? Ich möchte das ganz einfach machen, Alessandro, weil ich bin, wie gesagt, ich bin kein BWL-Marketer, kein Control-Marketer und schon gar kein Zahlen-Marketer. So, machen wir es doch einfach ganz einfach. Einfach, ganz einfach. So, ich bin auch ein super toller Journalist und kann richtig mit Sprache umgehen und mach's jetzt einfach, ganz einfach. Also, wenn du mir deine Ziele nennst, ein Beispiel. Du möchtest gerne in den kommenden 6 Monaten deine Implantatzahlen um 30% steigern. Du hast das Ziel, im Jahr 2025 8 Azubis einzustellen. Dann haben wir 2 klare, definierte Ziele. Und den Erfolg messen wir daran, ob wir diese Ziele erreichen. Das ist mal so das ganz Simple. Und dann haben wir natürlich im Marketing und vor allem im Online-Marketing haben wir natürlich Metriken, die Erfolg letztendlich dokumentieren können. Gesteigerte Besucher der Website, wir arbeiten mit Telefontracking, wir können jeder Praxis sagen, wie viele Menschen haben im Quartal bei dir angerufen, nachdem sie auf der Anzeige waren, nachdem sie auf der Website waren. Wir können Abschlüsse auf Anzeigen messen, Conversions messen. Wir können natürlich messen, ob Formulare ausgefüllt wurden. Wo wir aber am Ende sind, ist, was hat denn die Praxis mit all diesen Erfolgszahlen gemacht? Denn es bringt dir überhaupt nichts, bei Google auf den ersten 3 Plätzen zu sein, wenn dich keiner anruft, wenn keiner auf die Website kommt. Es bringt dir nichts, wenn ganz viele Leute auf deine Website kommen, bei dir anrufen und sich dann nicht mehr melden. Warum auch immer. Es bringt dir nichts, wenn du ganz viele Besucher auf deiner Website, auf deinen Social-Media-Kanälen hast, aber die Menschen vielleicht nicht verstehen, warum sie zu dir kommen sollen, weil dein Content dünn ist, weil dein Content einfach nicht performt, weil sie nicht verstehen, was du mit ihnen machst. Ja, da gibt es so viele Punkte, an denen man sagen kann, wir können zwar einen Erfolg messen, aber wenn dieser Erfolg sich am Ende nicht in den Praxiszielen widerspiegelt, dann ist es doch komplett unsinnig. Denn eins ist immer wichtig und das muss jeder wissen, Ziele, die orientieren sich grundsätzlich an den Praxiszielen. Und damit sind natürlich die Praxisziele, natürlich muss man die definieren. Es bringt mir als Marketer nichts, wenn mir jemand sagt, ja, also wäre schon gut, wenn ich mehr operieren würde. Ja, okay, aber wie willst du operieren? Möchtest du ganz viele Zähne ziehen, viele Achter, wo du stundenlang dran rumoperierst? Oder wäre es für dich vielleicht einfach cooler, pro Quartal 5 mehr All-on-6 Patientinnen zu haben? So, und dann nähert man sich in den Gesprächen mit unternehmerisch denkenden Praxen, nähert man sich dann in den Gesprächen solche Zielsetzungen. Alessandro, ich habe auch Praxen, die sagen, Klaus, das ist alles cool. Ich mache das intern, ich weiß genau, ob das alles funktioniert. Bei uns ist es halt so, wir sprechen mindestens einmal im Quartal, also alle 3 Monate mit allen unseren Kunden, mit denen wir Marketing machen. Und dann erzählen die uns schon, ist cool, funktioniert, ja, Prophylaxis ausgebucht, das war unser Ziel. Wir haben deutlich mehr Aligner verkauft, wir haben mehr Beratungsgespräche in der Implantologie. Da gibt es welche, die nennen uns ihre Zahlen kaum, die sagen aber, wir sind zufrieden, weil sich alles in der Praxis widerspiegelt und wir gehen einfach mal davon aus, euer Marketing hat da durchaus ein wenig mit zu tun. Natürlich ist es für uns am Ende leichter, mit klar definierten, smarten Zielen, wo wir sagen, lass uns 12 Monate Ziele setzen, dann kontrollieren wir nach 3, nach 6 und schauen, ob man auf einem guten Weg ist. Wenn ich mir diese Ziele nicht setze, wie soll ich denn wissen, ob mein Marketing gut funktioniert? Wenn deine Parodontitis-Patienten
nicht in den Recall kommen und du sagst ihnen, Mensch, so in 1 bis 1,5 Jahren werden wir die Paro einigermaßen im Griff haben, ja, dann sind die Taschen alle nur noch 3 bis 4 Millimeter tief, deine Entzündungen gehen zurück. Wenn du das nicht regelmäßig kontrollierst, weißt du als Zahnarzt ja auch nicht, ob du mit deinem Therapieplan auf dem richtigen Weg bist. Und so müssen wir das im Marketing auch machen. Zahlen, die man sich anschauen kann, gibt es viele. Ich glaube, dass viele Zahlen, die man heute noch gerne sich so anschaut, wie Google-Rankings und solche Dinge, dass das im Laufe der nächsten Jahre immer weniger relevant wird, aus verschiedenen Gründen, weil am Ende bringt es nichts, wenn deine gesamten dokumentierten Erfolge sich nicht in Erfolgen in der Zahnarztpraxis widerspiegeln. Das ist ja immer der gleiche Spruch, den habe ich schon vor Jahren auch aus Amerika gehört, so nach dem Motto, erst wenn der Patient im Stuhl sitzt, war mein Marketing erfolgreich. Ja, So oder nach dem vielleicht, Motto, wenn die Rechnung also, bezahlt wird. ja, ich sag's mal so nach dem Motto, eben, du kannst einen riesen Hype generieren, vor allem auf Social Media. Deine Videos werden angeklickt, Hunderttausende von Male und so weiter. Am Schluss musst du einfach schauen, wenn du in der Praxis stehst, kannst du nicht den Girls sagen, schau mal, da haben wir getanzt auf dem Video und das wurde 1 Million Mal angeschaut und hat Aber ich kann dich 100.000 leider Likes nicht mehr bekommen. bezahlen. Aber das Telefon läutet nicht bei uns in der Praxis. Also dann, dann, dann so nach dem Motto. Solche Dinge, die können sich ja auch verschieben. Ja? Wenn mein Marketingziel ist, der super Social Media Influencer, Dentist, Superstar zu werden und dir ist es völlig egal, ob Menschen deshalb in deine Praxis kommen, aber alle kennen dich, dann ist das zwar ein Ziel, was nicht so leicht am Ende messbar ist, aber dann kann das Marketing ja auch zu diesem Erfolg führen. Na Und gut, ich das ist meine, ich das, was mache ja ich zum immer wieder Beispiel meine. mein Social Media Account, den mache ich ja, weil ich Spaß dran habe. Als so positiver Nebeneffekt habe ich doch schon einige spannende Produkte, die ich ständig zugeschickt bekomme, weil die Leute sagen, mach Ach, mal ein okay. Video zu meinem Produkt. Und für mich ist das so ein bisschen Spaß. Also mein Instagram ist ja überhaupt nicht marketingorientiert zu meiner Praxis. Du lernst, egal ob du jetzt spezifisch für deine Praxis Content kreierst, wie Leute sich verhalten, wie Leute auf unterschiedlichen Content reagieren, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das wir dann in einer nächsten Sitzung oder im nächsten Call sicher diskutieren möchten. Um das von heute mal abzuschließen, da hast du mir eine spannende Schlussbemerkung aufgeschrieben. Was wären deine 5 Tipps für eine Zahnarztpraxis, die mit Marketing starten möchte? Weil ich finde, das ist ein super Abschluss zu dem Thema. Und da steht am Schluss dann auch etwas von einem Prinzip. Das musst du mir dann auch noch schnell erklären. Das mache ich gerne. Also ich könnte es ja ganz einfach machen. Macht alle die Fehler nicht, über die wir eben gesprochen haben. Und dann habt ihr die besten Sachen. Man arbeitet ja heute gerne so, ne, mit 7 Dinge, die du in deinem Leben noch tun musst, 8 Bücher, die du leben musst, 5 Tipps für eine Zahnarztpraxis, die mit Marketing starten möchte. Ja, da wird euch jetzt einiges letztendlich bekannt vorkommen. Aber ich sage mal so, ja, fangen wir mal an. Das erste, definiere klar, wer du bist und welche Ziele du in den nächsten 3 Jahren mit deiner Praxis erreichen willst. Ersetzt es mit 2 Jahren, mit 5, das ist sehr individuell. Überlege dir genau, wer du bist und wo du hin möchtest. Mach dir dann aber auch sehr früh Gedanken, welche Hürden können dir im Weg stehen. Da gibt es dann Hürden und ich meine ganz bewusst interne Hürden, weil es wird immer Dinge geben, an denen wir alle nichts ändern können. So wie politische Entscheidungen, Verhalten von Patienten, externe Sachen, mit denen wir umgehen müssen, aber die wir nicht ändern können. Aber mach dir sehr früh Gedanken, was kann mich daran hindern, diese Ziele, die ich habe, umzusetzen? Ressourcen, finanzielle Ressourcen, Kompetenzen, also Wissen, all diese Dinge. Schreib dir das auf und überlege dir genau, woran arbeite ich als erstes, denn damit kommen wir gleich zu meiner letzten Geschichte. Ich finde es ganz wichtig und nicht, weil wir eine Agentur sind, sondern weil die Erfahrung das einfach zeigt. Investiere sehr früh gedanklich, aber auch monetär in externe Partner, die mit dir und für dich Entscheidungen treffen und umsetzen können, die dir Dinge abnehmen, die du dich gar nicht kümmern solltest, weil du sie vielleicht gar nicht kannst. Wir haben immer mehr Praxen, unsere, aber auch Leute, Praxisinhaber, Inhaberinnen, mit denen ich spreche, die ganz klar sagen, Klaus, weißt du was?
Alles, was ich nicht in der Praxis selber mache, gebe ich weg. Und das ist die Abrechnung, das ist Qualitätsmanagement, das ist Marketing, das sind viele Dinge, um die will ich mich gar nicht mehr kümmern. So. Muss am Ende jeder Unternehmer natürlich selber wissen, ganz klar. Ganz wichtig, vierter Punkt, erledige deine Hausaufgaben. Was ist die Pflicht und welche Pflicht kommt vor der Kür? Also die Website und dein Google-Unternehmensprofil sollte da sein. Es macht sonst wenig Sinn, Anzeigen zu schalten. Ich würde auch nicht auf Social Media aktiv sein, wenn ich nicht meine Homebase, meine Website im Online-Marketing stehen habe. Also erst die Pflicht, dann die Kür. Und was ich so sehr wichtig finde, und das ist das Letzte, worauf du mich ja angesprochen hast, auch Ziele zu priorisieren und damit entscheiden zu können, welche Maßnahmen machen wir zuerst. Und dann, da habe ich immer so zwei schöne Beispiele. Also im Marketing nennen wir das zu überlegen, wo sind so die low-hanging fruits? Wenn ich meine Ziele kenne, wie komme ich denn als erstes dran? Ich habe da auch immer so ein schönes Beispiel. Wenn Zahnärzte und Zahnärztinnen zu uns kommen, die sich bislang noch gar nicht so über eine Website Gedanken gemacht haben, die haben zwar eine, aber in ihrer Region ist eh nicht viel los. Die anderen sind auch noch eher ein bisschen schläfrig, wollen aber mit Blick in die Zukunft das ändern, wollen nach vorne kommen. Da muss ich nicht unter Umständen ein riesengroßes Webportal erstmal aufbauen, was 3 Monate dauert, bis der Content da ist und dann geht irgendwann endlich diese Website an den Start. Wir haben da eine sehr klare Philosophie. In dem Moment, wenn wir für unsere Kunden etwas haben, was besser ist als das, was jetzt da ist, stellen wir es online. Low-hanging fruits kann heißen bei einer Website nur für Google Metadaten, Überschriften zu optimieren, die gar nicht vielleicht großartig aufwendig sind, die aber direkt einen Boost geben können, weil alle anderen nichts machen. Da zitiere ich dann gerne den Herrn Pareto und alle, die sich damit richtig auskennen, verzeihen mir das. Also mit 20% Aufwand, 80% Erfolg ist natürlich deutlich besser als 80% Aufwand und 20% Erfolg. Also das ist so etwas, was ich jedem rate. Überlegt euch sehr genau, strategisch, inhaltlich, welche Maßnahmen mache ich zuerst, damit ich mit dem Aufwand, mit dem geringen Aufwand am Anfang schon mal einen maximalen Erfolg habe. Das ist so ein Prinzip, was aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Auch das keine Blaupause, Alessandro. Das ist Nein, nein, in auf jeder jeden Fall. Praxis mit jeder Anforderung unterschiedlich, ne? Vielleicht kommt mir spontan jetzt in den Sinn, hast du als Agentur eine Checkliste oder weil das ist ja das, was man von ganz vielen Coaches, auch für Social Media, kriegst du ja immer so einen Fragebogen und da vielleicht 4, 5 strategische Fragen beantworten, die dir dann auch quasi sagen, wohin deine Reise gehen sollte oder wie packst du das an? Nein, im ersten Schritt machen wir das nicht. Also wenn eine Praxis neu zu uns kommt, wenn sich jemand für eine Zusammenarbeit interessiert, dann mache ich das genauso wie jetzt erstmal über einen Call, ein Gespräch, was ich auch mitschneide, was ich dann auch hinterher der Praxis schicke, wo wir uns genauso wie wir beide uns jetzt unterhalten, wo ich Fragen stelle, ja, wo ich wissen möchte, was ist deine Intention, wo möchtest du hin? Im Laufe der Zusammenarbeit, gerade zu Beginn, ja, da verschicken wir etwas aufwendigere Fragebögen, wo wir dann eher schon so generelle Fragen, haben wir natürlich klar alles, schick mir deine Daten, ne, dass man das schon mal alles hat, aber auch so Positionierungsfragen. Siehst du dich heute? Wo siehst du heute deinen Mehrwert? Wo siehst du ein Alleinstellungsmerkmal? Hast du das alles? Gerade wenn wir wissen, dass es auch um Personal geht, und das geht es eigentlich immer, dann haben wir Fragebögen, wo wir solche Dinge abfragen. Ja? Hast du Benefits? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern im Kritikfall? Wie nimmst du dein Team wahr? Nicht um da irgendwie schon zu sagen, oh, das ist aber alles gut oder schlecht, sondern einfach diesen Punkt eins der Strategie schon mal so weit wie möglich vorzubereiten, nämlich den Ist-Zustand. Ich kann natürlich eine Praxis viel besser bewerten oder Ihnen auch sehr früh sagen, über welche Budgets reden wir denn, über welche Zeiträume, je mehr Sie sich schon sehr stark zu Beginn öffnen. Also diese klassische Checkliste im Sinne von hast du das, machst du das, haben wir in diese Fragebögen eingearbeitet. Aber ich erfahre eigentlich am meisten so in den ersten ein, zwei Calls,
spannenderweise, je größer bei einer Praxis der Druck ist, der Druck jetzt was zu tun, da habe ich schon Gespräche geführt. Wir haben uns noch nie vorher gesehen, unterhalten und nach 2 Stunden haben wir diesen Call beendet und ich kenne Lebensgeschichte und Zukunftspläne und das ist natürlich oft sehr hilfreich. Schön, super. Und eben das Pareto-Prinzip heißt quasi, das ist pflücke die tief hängenden Früchte, oder wie? Ja, die beiden gehören jetzt nicht so zwingend zusammen. Im Marketing gucken wir bei Low-Hanging Fruits nach Maßnahmen, die wir eben ganz schnell ergreifen können, ohne große strategische Planung, ohne großen Zeitverlust. Ich meine, wenn eine Zahnarztpraxis sagt, wir brauchen unbedingt Personal und auf der Website gibt es noch niemals eine Karriereseite, dann fange ich nicht an und sage, ja, wir warten jetzt bis in 3 Monaten die ganze Website toll ist und geil und cool und alle Fotos. Ja, dann überlegen wir uns, komm, dann richten wir eine Subdomain ein, dann machen wir was anderes. Also da gibt es jetzt Möglichkeiten vom Prinzip her, aber zu sagen, das ist jetzt erstmal eine Maßnahme, mit der wir in kürzester Zeit schon mal Erfolge haben können. Wie gesagt, da gibt es natürlich in der Suchmaschinenoptimierung viele Dinge, aber das meine ich eben mit Low-Hanging Fruits. So wie das Bild es beschreibt. Ne? Wo komme ich schnell dran, ohne mich zu recken, ohne mich zu strecken, ohne eine Leiter zu holen, einen Leiterwagen, 3 Leute, die mir helfen, mit wenig Aufwand zum Erfolg. Perfekt. Also das ist der perfekte Abschluss mit wenig Aufwand zum Erfolg. Das gefällt mir. Das finde ich immer gut. Das kann man auf alles ummünzen. Ob man jetzt sagt, ich möchte mit wenig Aufwand mehr Muskeln haben, ich möchte mit wenig Aufwand mehr Geld verdienen, ich möchte mit wenig Aufwand gesund bleiben. Aber das wünschen wir allen da draußen, dass ihr gesund bleibt. Das ist das Wichtigste. Alles andere kann man vergessen. Gesundheit steht an erster Stelle, dann auch ein bisschen soziale Kontakte. Seid nett zueinander. Ich habe immer, das war so ein berühmter Pfarrer in Zürich, der hat immer gesagt, seid lieb miteinander. Also, weil im Prinzip in der heutigen Zeit doch zu viele Leute immer gegeneinander arbeiten, anstatt miteinander zu arbeiten. Und gutes Marketing sollte ja auch eben kommunikativ sein, Kollaborationen, Kooperationen fördern. Ja, also das ist so auch eine wichtige Message, die ins Marketing mit reinspielt. Also in dem Zusammenhang freue ich mich jetzt schon riesig auf unseren nächsten Talk. Wir werden jetzt mal dann das Datum und die nächsten Themen, weil ich finde das super, wie du mich vorbereitest, dass wir das strukturiert anpacken können. Das macht mir sehr viel Spaß. Also ich wünsche euch allen da draußen auch eine gesegnete Weihnachtszeit, auch wenn ihr das vielleicht diesen Podcast nächstes Jahr nochmal anhört. Es gibt ja dann auch nächstes Jahr wieder Weihnachten. Ja, Weihnachten kommt immer und immer wieder und immer zur gleichen Zeit. Genau, also in dem Sinne frohe Weihnachten, bleib sauber. Und ja, dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Talk, Klaus. Danke dir, Alessandro, und euch auch. Lasst euch gut gehen, bleibt stabil, bleibt vor allem optimistisch. Und ich zitiere gerne nochmal den wunderbaren Satz des Pfarrers aus Zürich. Seid lieb miteinander. Das hilft uns, glaube ich, in der heutigen Zeit fast am meisten. Danke, Alessandro, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So,